Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gebe ich euch einen Guide zum Sigelblut Festival und vor allen Dingen, wie ihr am schnellsten an das Kurzschwert rankommt, also schaut gerne weiter. Ich mache nicht nur Guides für euch, sondern auch Assassin's Creed News und Lore, und wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann einmal bitte den Knopf unten drücken. Wir legen jetzt aber los mit dem gesamten Fest, denn ich finde, das ist mit das beste Fest, was Assassin's Creed da rausgehauen hat, was Ubisoft da rausgehauen hat, und finde, es ist gut integriert in die Geschichte. Wir haben sehr, sehr viele Bezüge zu Paris, aber das ist gar nicht das Thema, sondern ich habe das so ein bisschen strukturiert in die verschiedenen Bereiche. Wenn ihr einen speziellen Bereich euch anschauen wollt, dann checkt gerne mal hier die Timeline aus. Da könnt ihr einfach nach vorne spulen und wir fangen an. Zu Beginn zündet Eivor einen riesigen Wolf aus Holz an und dann beginnt das Fest. Ihr habt die Möglichkeit hier in 4 Kapiteln das Ganze abzuschließen und ich fange mit dem ersten Kapitel an. Jedes Kapitel hat 3 Aufgaben und beim ersten müsst ihr im Grunde nur die Kriegsbriefe finden. Die sind verteilt auf dem Festgelände. Das ist relativ easy, seht ihr ja gerade im Hintergrund, wo die sich befinden. Da muss man nicht viel machen, sich ein bisschen durchlesen und sich vorbereiten auf die Raids. Denn das Fest wurde ja genutzt, um sich quasi vorzubereiten auf die Raids, um den Sieg über den Winter zu feiern. Und dann, wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr euch tätowieren lassen. Da ist es relativ egal, was ihr macht, was für ein Tattoo ihr drauf macht. Das war's. Und dann zu guter Letzt müsst ihr nur noch ein Festmahl starten, das heißt nur zum Siedlungsgebäude gehen, dort die Glocke aktivieren, und das könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr diesen Kanal unterstützen möchtet und schon abonniert habt, dann auf jeden Fall jetzt die Glocke aktivieren, weil dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Im zweiten Kapitel ist es ganz simpel, ihr müsst als allererste Aufgabe ein Tier jagen bzw. Tierteile sammeln, das heißt also sowas wie Hasenpfoten, Wolfszähne, Hundezähne, Tierinnereien, Hirschgeweih und so weiter und so fort. Diese Teile müsst ihr einfach sammeln, eins davon reicht. Die zweite Aufgabe wäre dann einfach einen River Raid abzuschließen. Das heißt, ihr geht einfach zu Wagen und macht einen River Raid. Am besten, ihr müsst ausländische Güter sammeln. Einmal reicht tatsächlich, dann könnt ihr auch schon wieder zurück. Und das letzte ist dann ganz simpel, ihr müsst einfach nur einen Fisch fangen. Also super easy, gar nichts Wildes. Ja, macht das so wie ich, geht mit dem Bär einfach da in den Fluss rein, nehmt den allerersten Fisch, den ihr kriegen könnt, könnt ihr mit dem Bogen abschießen, bam und fertig. Und dann ist das zweite Kapitel auch schon durch. Das dritte Kapitel hier ist ein wenig storylastiger. Dort müsst ihr nämlich verschiedene Missionen absolvieren, so wie auch schon in den vorherigen beiden Festen. Und die erste Person ist Tyrvi, sie steht am Wolf, direkt auf dem Festplatz in der Mitte. Mit ihr müsst ihr reden und dann müsst ihr eine Opferstelle finden. Und die ist quasi am Schrein, ja, zwischen, ich glaube, dem Stall und dem Schamanenhaus. Und dort habt ihr dann 3 Briefe, die lest ihr. Dann müsst ihr eine Kiste zurück zum Festplatz tragen. Und dann habt ihr am Ende des Tages die Mission erfüllt und könnt dann ein Feuer entzünden. Ihr habt 3 Götter, ihr habt einmal Freya, ihr habt einmal Balder und ihr habt einmal Odin. Das wird für später relativ wichtig. Ich habe jeden einzelnen immer abgeklappert und dann könnt ihr euch entscheiden, für wen ihr halt da stimmen möchtet, beziehungsweise von wem ihr Support möchtet. Die zweite Mission ist relativ easy. Ihr müsst zu Brun. Der steht ein bisschen außerhalb, fast schon in Richtung Irland DLC Haus. Dort steht er, guckt quasi die Felder an, die Berge an, und seine Schweine sind leider verloren gegangen. Die müsst ihr einfach nur wieder einjagen. Das ist relativ simpel. Und zwar sind die auch markiert auf der Karte. Einfach dem Marker folgen. Ihr könnt per Pfiff die Schweine ranrufen. Wichtig ist hierbei, fangt von oben an, ja, und quasi nimmt sie mit. Also sie gehen überall dorthin, wo ihr auch hingeht, und könnt dann quasi von oben nach unten, nicht so wie ich habe es jetzt von der Seite gemacht, aber von oben nach unten dann die Schweine zurückrufen. Es wird euch ein Wolf begegnen. Wenn ihr den getötet habt, dann ist alles safe. Und dann könnt ihr die Schweine in den Stall bewegen. Wichtig ist, nicht zu schnell, weil die sind nicht so schnell, natürlich, ganz klar, sonst bleiben sie stehen, und dann habt ihr auch da die Mission geschafft. Die dritte Mission ist ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Da müsst ihr einfach nur einen Spottstreit veranstalten und Aki demütigen, und hier habe ich einen kleinen Hinweis für euch, welche Antworten richtig sind, wenn ihr das wissen möchtet. Aki wird euch 4 Verse vorlesen und ihr habt natürlich mehrere Antwortmöglichkeiten. Bei seinem ersten Vers ist die 3. Antwort richtig, bei dem zweiten Vers ist die 1. Antwort richtig und bei dem 3. Vers ist die 2. Antwort richtig, und beim letzten Vers, den er euch vorrappt, ist es die 2. Antwort, die korrekt ist. Ja, und ihr müsst im Grunde 3 von 4 gewinnen, dann habt ihr im Grunde die Aufgabe auch erledigt und bekommt dafür auch knackige 200 Festmarken, was ganz nice ist. Und dann könnt ihr weitermachen mit dem letzten Kapitel. Das letzte Kapitel ist unterteilt in den Aktivitäten, die ihr normalerweise auch in den Festen gemacht habt. In dem Fall nicht Bogenschießen, sondern gleich zu Beginn Urlok. Wenn ihr kein guter Urlok-Spieler seid oder Probleme damit habt, dann habe ich im Grunde für euch jetzt 3 grundlegende Tipps. Zum einen,
Ich versuche immer auf Hände zu gehen, das heißt also diese Handwürfelsymbole, idealerweise mit einem goldenen Rahmen. Ja? Denn was ihr verhindern müsst, ist, dass der Gegner goldene Marken bekommt und ihr natürlich goldene Marken bekommt. Ich gehe nämlich komplett auf Fähigkeitsschaden. Das heißt, ich habe meine drei Runen, ja, und ich nutze die Torsrune um meinem Gegner Schaden zuzuführen. Ich mache das nicht über die Würfel, sondern ich mache das nur über diese Fähigkeiten. Deswegen meine 3 Tipps: Versucht so oft es geht, Hände zu spielen, idealerweise mit goldenem Rahmen. Generell versucht immer Würfel mit goldenen Rahmen zu spielen. Wenn ihr 6 Würfel habt mit goldenen Rahmen, Jackpot. Und dann würde ich dem Gegner Schaden zufügen, eigentlich nur über Fähigkeitsschaden. Wenn natürlich ihr einen Pfeil jetzt gewürfelt habt mit goldenen Rahmen, ja, dann go for it. Aber das nur so als Hinweis. Die zweite Teilmission des 4. Kapitels ist die Güteprüfung. Dort habt ihr 3 Waffen zur Auswahl, die ihr in jeweils 3 Kämpfen mitnehmt. Zum einen 2 Dolche, zum anderen ein Kurzschwert, das würde euch wahrscheinlich freuen. Und das letzte sind die beiden Schilde. Mit jeder Waffe macht ihr 3 Runden. Und wenn ihr dann gewonnen habt, dann gibt es insgesamt 70 Festmarken plus 15 Festmarken on top fürs erste Mal abschließen. Das Schwierigste ist wirklich diese Runde mit den Schilden. Hierbei der kleine Hinweis: Lasst euren Partner das Ganze machen. Ja? Also lasst ihn die Arbeit machen und separiert einen Gegner heraus. Ja, am Anfang sind es ja 2 Gegner, dann sind es 3 Gegner. Versucht aber nur gegen einen Gegner zu kämpfen und lasst euren Partner die Arbeit machen, weil soweit ich es mitbekommen habe, kann der nicht sterben, was ganz cool ist. Ja. Dann auf jeden Fall geduldig sein. Leichte Angriffe mache ich immer, keine schweren, denn die ziehen eure Ausdauer runter. Und gerade wenn 2 Gegner auf euch zurennen durch Zufall, dann müsst ihr ausweichen. Wenn ihr keine Ausdauer habt, schlecht. Die anderen Runden mit den Dolchen und mit dem Kurzschwert, die brauche ich jetzt nicht erklären, die zeige ich euch auch nicht, denn das ist relativ easy, da müsst ihr einfach nur die Gegner wegbashen, da gibt es nichts zu beachten, alles entspannt, sage ich mal, und dann können wir weitermachen. Denn die einfachste Sache des 4. Kapitels ist die 3. Teilmission. Ihr müsst einfach nur was kaufen im Laden, ja. Ihr müsst einfach nur was kaufen, der Kollege steht da am roten Zelt auf dem Festplatz, mehr ist es nicht und ihr müsst eine Sache kaufen und das war's. Und da ist auch das richtige Thema, denn ich zeige euch jetzt erstmal alle Belohnungen, die ihr bekommt und dann natürlich auch das Schwert, ganz klar. Bevor wir damit loslegen, möchte ich aber noch ganz kurz über das Outro des Festes sprechen, denn wir bekommen dort etwas, was wir vielleicht auch nach dem Fest noch nutzen können. Ja, wenn ihr, sage ich mal, alle Opfergaben gesammelt habt, wenn ihr alle Festobjekte erledigt habt, dann habt ihr ein vollgepralltes Boot mit Nahrungsmitteln, mit Opfergaben, die dann ins Wasser geschoben werden und die ihr dann mit einem Feuerpfeil zum Brennen bringen müsst. Allerdings ist eine Sache entscheidend, und zwar in all diesen Kapiteln könnt ihr euch ja immer für einen Gott entscheiden. Ihr müsst nach jedem Kapitelabschluss zu dieser Stele gehen, wo diese 3 Götter sind, und dann könnt ihr die Fackeln anzünden. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel nur Freya und Balder genommen habt, dann habt ihr im Outro nur die Möglichkeit, dort, sage ich mal, den Final Support von diesen beiden Göttern zu erfragen. Und wenn ihr, sage ich mal, jeden einzelnen Support gegeben habt, habt ihr natürlich die freie Wahl zwischen Balder, Thor und Freya. Wenn ihr zum Beispiel für Balder stimmt, dann bekommt ihr nicht nur eine wunderschöne Siedlungsdekoration gratis und ihr könnt die anderen von den anderen Göttern dann im Shop kaufen, sondern bekommt auch im Quest-Gegenstand-Menü eine kleine winzige Statue, die ist so vielleicht so groß ungefähr, und die, ja, ich weiß nicht, was man mit der machen kann. Ich war auch schon woanders bei einem Schrein, habe das halt probiert, hat nichts gebracht. Das heißt also, das könnte vielleicht für die Zukunft nochmal fürs Paris-DLC oder für ein zukünftiges Fest nochmal relevant sein. Doch was ist eure Meinung? Wie fandet ihr das Fest bisher? Wie fandet ihr die Geschichte? Ich fand sie auf jeden Fall klasse. Und was meint ihr? Was macht man mit dieser kleinen winzigen Statue, die man am Ende bekommt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und jetzt gehen wir aber wirklich zu den Siedlungsdekorationen und Belohnungen. Ja, komm rein. Übelst warm. Ich hoffe, ihr abonniert alle Pascal Palace. Sehr schön, danke. Back to normal, ja. Zum einen könnt ihr auf jeden Fall die Opfergabe des Balder kaufen. Das ist ganz entspannt, so eine entspannte Stele. Dann könnt ihr Feuerschalen kaufen.
Zum Ende allerdings erst, wenn ihr das fest abgeschlossen habt. Einmal die Feuerschale des Balder, die sieht ziemlich langweilig aus mit der Kugel. Dann die Feuerschale der Freya, die ist auch okay mit dem Blümchen. Aber das Geilste, also wirklich die geilste Feuerschale, ist einfach die Feuerschale des Thor. Ja, es sieht aus wie so ein Monster-Grill. Richtig nice, finde ich richtig gut und packe ich auch auf jeden Fall in meine Siedlung. Finde ich klasse. Und das Highlight, also das habe ich komplett vergessen, ist einfach ein verdammter Wachturm, den ihr in die Mitte platzieren könnt, wo normalerweise euer Baum steht. Finde ich, ist irgendwie passender. Passt zumindest zu einer Siedlung, die man verteidigen möchte. Passt nicht ganz so zur nordischen Kultur, aber wir sind ja in Englerland. Finde ich ganz geil. Du kannst auch hochklettern, kannst da die Aussicht genießen, hast du so ein paar kleine Details. Finde ich nice. Dazu könnt ihr natürlich auch Tattoos kaufen im Shop und die sind alle sehr rot, ja, und die sind sehr, sehr nice, finde ich. Ich finde sie sehr nice. Ich finde so eine kraftvolle Farbe, diese ganzen Schwerter, sehr viele Andeutungen auf die christliche Religion mit den ganzen Kreuzen und auch sehr viele Andeutungen auf Kurzschwerter. Vielleicht kommt auf jeden Fall noch was in der Zukunft und vielleicht wird es ja in Paris DLC dann nur noch Kurzschwerter geben. Der Haarschmuck, der ist dann ganz okay. Ich muss ehrlich sagen, dieses komische Gedöns, was da am Kopf hing, das fand ich nicht so nice. Fand ich nicht so schön. Die Haare und der Bartwuchs, das ist klasse, weil ich glaube, Eivor hatte keinen Skin, der bisher so viel Bartwuchs hatte und so einen Zopf auch hatte. Das hat er jetzt hier tatsächlich. Finde ich cool, eine coole Edition und kann man sich auf jeden Fall geben. Und jetzt kommen wir noch zu dem Raben, der ist ganz nett. Der ist halt ein bisschen blutig. Er hat so einen Helm, also einfach ein Rabe hat quasi einen Helm, eine Anspielung auf die Panzerritter von Karl dem Großen. Denn die hatten auch so einen Pferdeschweif oben drauf. Und dann natürlich ganz klar zum Ende das Highlight, das Schwert. Ich habe das Schwert schon auf die höchste Stufe gebracht und hier sehe ich einfach diesen rustikalen Used-Look. Ich feiere das ultra, auch vor allen Dingen dann diese gelb-roten Farben, die so ein bisschen an die Bilder von dem Paris-DLC erinnern. Da gab es ja auch so Banner, die hatten ungefähr ein ähnliches Symbol. Also da wieder eine Andeutung auf das Paris-DLC und ich mag diese Flamme unten und dann die blutige Spitze vorne am Schwert, finde ich klasse. Sehr, sehr schöner Skin, gefällt mir wirklich. Und hat einen Perk, der jetzt okay ist. Fähigkeitenschaden wird nämlich durch Ausweichen erhöht. Das ist ganz nett. Ja, ich habe dann nochmal ein paar Runen aufgeklatscht, aber jetzt auch nicht das krasseste von allen. Macht aber relativ viel Schaden und in Kombination mit einem zweiten Kurzschwert, worauf ich dann auf jeden Fall warte, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Kombination. Und das war das ganze Sigilblood Festival. Wirklich innerhalb von maximal 2 Stunden hat man das durchgespielt. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon alle gestern durchgespielt, aber trotzdem hoffe ich, dass ich euch hiermit helfen konnte und wenn ja, dann unterstützt mich gerne mit einem Abo oder einem Daumen nach oben, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ich glaube, Eivor, der will auch wieder was loswerden. Eivor, was? Ach so, ja, die meinten, die aktivieren die Glocke. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.